Von außen betrachtet wirkt unsere Demokratie stabil. Doch ein Blick in die Geschichte und Gegenwart zeigt, Demokratien verändern sich und das oft überraschend schnell. In der politischen Theorie spricht man dann von sogenannten Kippmomenten. Doch woran erkennt man eigentlich eine solche Entwicklung? In diesem Video erklären 3 ExpertInnen der Uni Wien, was ein Kippmoment überhaupt ist, welche Warnsignale es dafür gibt und warum wir diese nicht übersehen dürfen. Ein Kippmoment ist der Moment, an dem eine Demokratie sich in etwas anderes verwandelt, eine Autokratie zum Beispiel. Das ist allerdings eine theoretische Denkfigur. In der Praxis ist es wahnsinnig schwierig, diese Kippmomente zu identifizieren. Normal spricht man von Warnsignalen, etwa wenn politische Akteure sagen, dass das Parlament keine Legitimität hat, dass Gerichte politisch instrumentalisiert sind, etwa von ihren eigenen politischen Gegnern. Ein Blick in die österreichische Geschichte zeigt, wie schnell aus Warnsignalen Realität werden kann. Am 4. März 1933 kam es zu einer Geschäftsordnungskrise im österreichischen Parlament. Die Regierung von Engelbert Dollfuß und ihre Partei, die Christlich-Sozialen, gestützt auf die faschistische Heimwehr, nutzte die Gunst der Stunde und schaltete den Parlamentarismus aus. Der Verfassungsgerichtshof wurde handlungsunfähig gemacht, die Zensur wurde eingeführt und im Oktober 1933 sogar die Todesstrafe. Die Ausschaltung des Parlaments im März 1933 kann deswegen als Kipppunkt in der Geschichte der Demokratie betrachtet werden, weil danach alles Schlag auf Schlag ging und weil die demokratische Opposition nicht agierte, um die Demokratie zu retten. Erst ein Jahr später kam es zu einem spontanen Aufstand von einem Teil der Sozialdemokratie, um gegen den Faschismus zu kämpfen. Doch dieser Aufstand kam zu spät. Die Sozialdemokratie und die Arbeiterschaft waren zu diesem Zeitpunkt schon zu geschwächt und so konnte dieser Aufstand innerhalb weniger Tage blutig niedergeschlagen werden. Auch heute sind Demokratien verwundbar. Wie eine liberale Demokratie in eine illiberale umgebaut werden kann, hat das Beispiel Ungarn nach 2010 gezeigt. Dort hat mit einer Zweidrittelmehrheit die Fidesz-Partei von Viktor Orbán den Staat sozusagen in ihrem Bilde umgebaut und begonnen, in machtvolle Positionen im gesamten Staatsgefüge loyale Parteimitglieder der Fidesz-Partei zu setzen und damit letztlich unilateral Kontrolle über den ganzen Staat auszuüben. Gleichzeitig zeigt das Beispiel Ungarn auch, dass selbst illiberale Demokratien nicht immerwährend sind. Mit der großen Machtverschiebung zugunsten von Peter Magyar sehen wir gerade auch die Möglichkeit eines sozusagen Rückbaus in eine liberale Demokratie. Zentral für eine funktionierende Demokratie ist die Medien- und Pressefreiheit. Ohne Journalismus bedeutet Politik eine Herrschaft der Mächtigen ohne Widerspruch oder eine Dominanz der Lautesten oder beides. Und beides hat dann schwerwiegende Konsequenzen. Von Präsident Trump und seiner Regierung gibt es da alles Mögliche. Es gibt die persönlichen Angriffe auf Journalistinnen, es gibt den wirtschaftlichen Druck, dass Eigentümerverhältnisse so geregelt werden, dass sie der Regierung nützen, und es gibt den politischen Druck, also den Versuch, eine wirkliche Gegenöffentlichkeit mit eigenen Medien zu erzeugen, um den politischen Gegnern und Andersdenkenden den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Die Frage ist nun, welche Warnsignale übersehen wir heute und wie können antiliberale Entwicklungen wieder gestoppt werden? Liberale Demokratien können illiberale oder antiliberale Entwicklungen letztlich nur wirklich mit Gegenmobilisierung stoppen, wie wir eben auch in Ungarn gerade gesehen haben. Das heißt, dass politische Akteure sich zur Verteidigung der Demokratie zusammenschließen. Ich sehe in der heutigen Situation verschiedene besorgniserregende Warnsignale. Auf der einen Seite eine wirtschaftliche Situation, Krisensituation, die schon immer in der Geschichte zu einer Zunahme antidemokratischer, rechtspopulistischer Kräfte geführt hat. Hinzu kommt ein steigender Vertrauensverlust in den etablierten Parteien und auch eine Zunahme der Nichtwahlberechtigten. Es gibt aber auch Hoffnungsschimmer, wie zum Beispiel die Massenmobilisierungen in Ungarn und auch in den USA zeigen. Und das zeigt uns, kollektive zivilgesellschaftliches Engagement ist und bleibt ein Motor der Demokratie.
Die Beispiele zeigen, Demokratie scheitert selten von heute auf morgen. Sie zeigen aber auch, Demokratie ist nicht nur verletzlich, sondern auch gestaltbar. Denn Demokratie ist kein Selbstläufer, sondern etwas, was jede Generation aufs Neue verteidigen und weiterentwickeln muss.